Heute geht es mal um einen Wasserhahn, der verkalkt ist. Tipps und Tricks und Lifehacks. Wie kann ich einen verkalkten Wasserhahn, einen verkalkten Perlator einfach entkalken? Ja, willkommen erstmal auf Gedankenfrei. Wie ich gerade schon gesagt habe, es geht heute darum, wie kann ich einen Perlator entkalken. Es gibt im Handel solche Sets. Ich zeige das mal, da ist nämlich auch ein Plastikschlüssel drin. Der ist auf verschiedene Größen von verschiedenen Perlatoren. Passt dieser Schlüssel. Wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, hier passt keiner dieser Schlüssel, weil das ist so ein ziemlich kleiner Perlator, ein Wassermischer. Ist grundsätzlich dafür gedacht, dass Luft dem Wasser zugeführt wird und weswegen man weniger Wasserverbrauch haben sollte. Die nächste Möglichkeit, um einen Perlator zu entfernen, ist so eine Wasserpumpenzange. Bitte niemals mit dieser Wasserpumpenzange einfach ansetzen und den Perlator versuchen rauszudrehen, weil sonst ist das Verchromte an dem Perlator, an dem Wassermischer hier, ziemlich schnell abgekratzt. Einfach ein Tuch nehmen oder ein Geschirrtuch zum Beispiel oder jetzt wie hier diesen Spüllappen und in die Zange einzwicken. Dann ist nämlich der Perlator geschützt. Dann kann man diesen Perlator einfach rausdrehen und dann in ein kleines Schüsselchen geben. Oder man macht es wie ich hier, wenn man sich diese ganze Arbeit sparen möchte und diesen Perlator nicht rausschrauben möchte, aus welchen Gründen auch immer, man nimmt einen handelsüblichen Luftballon. Und zum Entkalken als Tipp, es gibt natürlich diese ganzen Entkalker in flüssiger Form. Gibt es mit natürlichen Säuren, gibt es als künstliche, und alle haben eins gemeinsam, sind sehr ungesund, diese ganzen künstlichen Entkalkungsmittel. Deswegen verwende ich am liebsten immer Essigessenz. Entkalkt super gut, absolut genial. Und jetzt zeige ich euch mal diesen Lifehack mit diesem Luftballon. Man füllt einfach Essigessenz in den Luftballon. So, jetzt ist der Luftballon gut gefüllt mit Essigessenz. Dann zieht man diesen Luftballon über den Perlator. Man kann den natürlich auch über den ganzen Wasserhahn ziehen und dann lässt man da Wasser reinlaufen. Und zwar nur so viel, dass eben hier oben jetzt die Essigessenz Wassermischung eine Verbindung hat mit dem Perlator. Und dann wartet man so circa 5 bis 10 Minuten und dann wirkt diese Essigessenz, oder wer lieber künstliche Mittel hernehmen, Entkalkungsmittel verwenden möchte, kann das natürlich auch machen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und man wird merken und sehen, dass dieser Perlator absolut kalkfrei ist. So, der nächste Tipp, wenn
beim Wasserhahn an der Einhand-Hebel-Mischmontur Kalkreste sind. Wenn man jetzt Essigessenz nehmen würde und nur so drauf schütten, würde das relativ wenig bringen. Ich empfehle, ein Küchentuch zu nehmen, das Küchentuch mit Essigessenz zu tränken und durch das, dass das jetzt sowieso durchtränkt ist mit Essigessenz, kann man das wunderbar so hinkleben, sage ich mal. Und das lässt man auch so 5-10 Minuten da drauf und schon sind die Kalkränder entfernt. Relativ simpel, relativ einfach. Das mit dem Luftballon funktioniert auf allen Perlatoren, auf allen Mischern. Lifehack. Simpel, einfach. Jetzt warten wir, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten und dann schauen wir uns diesen Perlator an. So, ich habe jetzt diesen Perlator, also diesen Luftballon, noch weiter drüber gezogen, weil mir ist aufgefallen, dass sich um den Perlator auch schon ein Kalkrand gebildet hat. Also man sieht, das funktioniert hier auch wunderbar. Überall kommt das Entkalkungsmittel hin. Jetzt warten wir noch ein paar Minuten, dann zeige ich euch das Ergebnis. Ja, bis der eine Perlator entkalkt ist, zeige ich euch mal hier mit diesem Plastikschlüssel, diesem Plastik-Kunststoffwerkzeug, wie man damit einen Perlator ohne Verkratzen entfernen kann. So. Und dann kann man nämlich diesen Perlator hier wunderbar rausdrehen. Mit einer Hand ein bisschen schwierig, aber es funktioniert. So. Jetzt haben wir, wenn man diesen Perlator entfernt hat, kann man den jetzt eben in eine Schüssel geben mit Essigessenz. Vorher das Sieb oben etwas reinigen, weil wie man sieht hier zum Beispiel, es ist immer so ein bisschen Rost aus der Leitung mit drin, der diese Perlatoren auch gerne zusetzt. Und dann hat man nämlich auch das, dass der Durchlauf vermindert ist, der Wasserdurchfluss vermindert ist. Ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung dann dieses Kunststoffwerkzeug. Wie gesagt, das gibt es als Komplettset bei Amazon, verlinke ich euch das. Und jetzt warten wir eben noch, bis hier der Entkalkungsvorgang abgeschlossen ist. Jetzt sind ungefähr 10 Minuten vergangen. Jetzt schauen wir einmal. Und vorsichtig bitte abziehen dann diesen Ballon, weil sonst spritzt es nämlich ganz gewaltig raus. Und man sieht, der Perlator ist wieder völlig kalkfrei und macht wieder das, was er soll, Wasser durchlassen. So, jetzt entfernen wir auch hier unser getränktes Küchentuch. Und man sieht, dass sich der Kalk in diesen 10 Minuten, also man kann es auf 15 Minuten drauf lassen, vollständig gelöst hat. Und jetzt kann man den super entfernen. So, ich habe so als kleinen Tipp, man muss das Entkalkungsmittel, egal welches, nicht wegschütten. Wenn ihr doch mal am Entkalken seid, wenn ihr einen Perlator entkalkt, wie jetzt den hier, dann kann man die Flüssigkeit
auch noch für die anderen Perlatoren verwendet. Also man muss man muss das Wasser nicht, oder besser gesagt die Essigessenz-Wassermischung nicht wegschütten, sondern man kann zum Beispiel den Duschkopf vom Kalk entfernen und andere Perlatoren. Also ein bisschen sparsam umgehen, vor allem wenn man chemische Mittel verwendet, wie diesen Entkalker hier, wobei der auch aus natürlichen Säuren besteht, was drauf steht. Ja, wie gesagt, den Schlüssel, dieses Kunststoffwerkzeug, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt. Glocke drücken nicht vergessen. Wenn ihr Kommentare, wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jede Frage zu beantworten. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, freue ich mich natürlich auch. Ja, so viel zum Thema Wasserhahn entkalken, Perlator entkalken, Tipps und Tricks. Wir sehen uns beim nächsten Video.